War Fußball tatsächlich einmal verboten und würden Sie Ihr Kind mit einer Schweinsblase spielen lassen? Sehen wir uns die Dinge an, mit denen sich Menschen im Mittelalter unterhielten oder womit sie spielten, dann erkennen wir überraschend vieles daran wieder. Und doch muss vor allem im Mittelalter bei den Spielen zwischen den einzelnen Ständen unterschieden werden. Es gab viele Spiele, die dem Adel oder dem Klerus vorbehalten waren. Andere wiederum wurden eher von den unteren Ständen gespielt. Dazu kommen noch Turniere oder die Ritterspiele von Buben oder jungen Männern, die natürlich eindeutig der Vorbereitung auf den Krieg dienten. Widmen wir uns zunächst den Kindern. Die Kindheit war im Mittelalter sehr kurz. Bereits ab dem 7. Lebensjahr mussten die Kinder mit ihrer Arbeitskraft zum Familieneinkommen beitragen. Wie es Philippe Ariès in seinem Standardwerk über die Kindheit ausdrückt, galt jene nur als schnell vorübergehende Übergangszeit zum notwendigen Erwachsenenalter. Doch jeder, der Kinder kennt, weiß, dass sich die natürliche Spiellust der Kinder nicht unterdrücken lässt und immer wieder durchkommt. Ganz egal, ob in einer Mathematikstunde oder beim Gänsehüten. Und auch wenn man Kindern keine extra angefertigten Spielsachen kaufen konnte, so waren doch die Erwachsenen und später natürlich auch die Kinder selbst sehr einfallsreich. Wenn auch viele dieser Gegenstände für uns vielleicht nicht mehr als kindersicher oder hygienisch gelten würden. So bekamen zum Beispiel Babys Beißringe aus getrockneten Gänsehälsen. Oder es wurden Tierknochen oder Knorpel als Würfel oder Kegel verwendet. Oder auch für ein anderes, sehr beliebtes Spiel, bei dem ein Knochen in die Luft geworfen wurde und dann möglichst schnell die auf dem Boden herumliegenden aufgesammelt werden mussten. Bälle wurden entweder aus Lumpen oder aus Schweinsblasen gebastelt. Andere Gemeinschaftsspiele erinnern uns sehr an jene unserer Kindheit. So spielten die Kinder Plumpsack, blinde Kuh oder verschiedene Hüpfspiele. Kinder aus höheren Schichten hatten teilweise extra angefertigte Spielsachen. So sehen wir etwa auf dieser Miniatur einen kleinen Buben auf einem Steckenpferd, während sein kleiner Bruder sich noch mit einer Art Gehhilfe fortbewegt. In der berühmten Spielzeugstadt Nürnberg wurden bereits im 14. Jahrhundert Puppen aus Ton gefertigt. Hier auf diesem Bild sehen wir die berühmte Kruseler Puppe. Eine Sache ist, dass Spiele definitiv mit großer Begeisterung gespielt wurden. Eine andere jedoch ist deren Darstellung in Handschriften. Die Darstellung von Alltagstätigkeiten hing sehr stark von deren anerkannter Nützlichkeit ab. Aus diesem Grund findet man nur eine sehr begrenzte Anzahl von Darstellungen von Spielen und noch viel weniger von Kinderspielen. Aber begibt man sich auf die Suche, wird man natürlich fündig. So findet man beispielsweise im sogenannten Golfstundenbuch die Darstellung von einigen Spielen, die uns teilweise sehr bekannt vorkommen. Auf den hier zusammengestellten Ausschnitten aus den Bildunterrändern der Kalenderblätter sehen wir zum Beispiel eine Art Murmelspiel, eine Art von Golf oder auch Leute beim Reifentreiben. Die hier dargestellten Spielenden sind allerdings eher Erwachsene, doch auch Kinder findet man. So zum Beispiel auf dieser wunderschönen Miniatur aus dem Grimani-Brevier. Hier sehen wir Kinder, die ein Ritterturnier nachspielen und dabei auf Fässern statt auf Pferden reiten. Peter Bruegels berühmtes Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, die Kinderspiele, stellt deshalb auch eine Art kunsthistorische Neuerung dar. Hier sind die Kinderspiele nicht nur Anekdoten oder Details, um Kinder als solche zu kennzeichnen, sondern sie stellen das Thema des Bildes dar. Wenn natürlich dieses Gemälde auch nicht mehr dem Mittelalter zuzurechnen ist, so dürften sich jedoch die Spiele nicht sehr verändert haben. Auf diesem Bild sehen wir Kinder beim Reifentreiben, sie spielen Murmeln, wir sehen Kinder, die Bock springen oder Reckturnen.
Wenn ich vorher gesagt habe, dass die Spiele des Mittelalters den heutigen Spielen sehr ähneln, so gibt es natürlich auch Ausnahmen. Auf dieser Miniatur zum Beispiel sehen wir Leute, die Stöcke auf einen toten, an einem Stock aufgehängten Vogel werfen. Auf dieser anderen sehen wir Jesus und Johannes als kleine Kinder, wie sie Vögel fangen. Manche der damaligen Spiele würden wir heute als Tierquälerei bezeichnen. So etwa Stier- oder Bärenhetzen oder auch Hahnenkämpfe. Nicht ganz so brutal, aber doch zumindest unangemessen würden wir die auf dieser Miniatur aus dem Buch der Liebenden dargestellte Hasenjagd bezeichnen, mit der sich damals die Adeligen die Zeit vertrieben. Bei den Spielen eher im Sinne von Sport, vor allem von Erwachsenen betrieben, möchte ich vielleicht eine Art von Fußball herausstreichen, das im spätmittelalterlichen England gespielt wurde und auch als Campball bezeichnet wurde. Weder die Platzgröße noch die Spieleranzahl waren dabei fix vorgegeben und das Spiel folgte auch nur sehr bedingt bestimmten Regeln. Ähnlich war auch das in Norditalien ab dem 15. Jahrhundert bekannte Calcio. Die Verletzungs- und auch die Zerstörungsgefahr waren bei diesen Spielen relativ hoch, weshalb sie den Autoritäten teilweise ein Dorn im Auge waren. Man spielte auch Hockey, Tennis, Jeu de Paume, wie wir auf dieser Miniatur sehen können, eine Art Tennis, aber eben ohne Schläger, oder auch Handball. Gerade in England vertrieben sich die Männer auch sehr gerne die Zeit beim Bogenschießen. Und genau hier konnten die Herrscher die natürliche Spiel- und Sportlust der Menschen auch ausnützen und gezielt lenken. So verbot zum Beispiel der englische König Edward III. Mitte des 14. Jahrhunderts jedes Spiel außer dem Bogenschießen, damit sich die Männer in dieser Technik perfektionieren konnten. Und dieses Verbot machte sich dann auch im Hundertjährigen Krieg bereits bezahlt, wo dank der brillanten englischen Langbogenschützen einige Schlachten überwältigend gewonnen werden konnten. Einen Sonderfall unter den Spielen stellen mit Sicherheit einige Brettspiele dar und hier vor allem Schach. Schach entstand vermutlich in Nordindien und kam dann über Persien und die Araber im Rahmen der arabischen Expansion über Spanien nach Europa. In Europa war es bereits im 13. Jahrhundert so etabliert, dass es zu den 7 ritterlichen Fertigkeiten zählte. Schach, aber auch andere Brettspiele wie Dame, Mühle oder Trick-Track wurden nicht einfach nur als Spiel angesehen, sondern als Teil der höfischen oder klerikalen Erziehung. Neben der Jagd, dem Reiten, dem Schwertkampf und der Dichtung bzw. dem Handarbeiten und dem Harfenspiel sollten die Söhne und Töchter von Adeligen ihre Erziehung damit vervollständigen. So schrieb etwa schon im 10. Jahrhundert ein Chronist über den römisch-deutschen Kaiser Otto I., dass er sich nicht nur durch seine Belesenheit und Fremdsprachenkenntnisse auszeichnet, sondern auch durch seine Kenntnisse in den gesellschaftlichen Fertigkeiten. So sei er häufig auf die Jagd gegangen, habe sich am Trick-Track-Spiel erfreut und das Reiterspiel mit Ernsthaftigkeit betrieben. Dem kastilischen König Alfons dem Weisen verdanken wir das Buch der Spiele. Ein Buch, in dem die Regeln verschiedener Brettspiele erklärt werden. Wie auch in heutigen Schachbüchern werden hier auch Schachprobleme dargestellt. Eines davon sehen wir auf dieser Miniatur. Auf den folgenden Miniaturen aus demselben Buch aus dem 13. Jahrhundert, dessen Original heute im Kloster El Escorial in der Nähe von Madrid liegt, sehen wir zum Beispiel die Spielbretter des Mühlespiels oder des Trick-Tracks oder Wurfzabels, das sich dann später zum Backgammon entwickelte. In diesem Video ist leider nicht die Zeit, um näher auf alle Spiele einzugehen oder auch Spiele zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Glücksspiele oder auch Spiele, die außerhalb von Europa gespielt wurden und bekannt waren. Aber ich hoffe doch, ich habe einen kleinen Einblick verschafft und konnte damit Ihr Interesse wecken. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unserem Kanal folgen würden oder uns auch sehr gerne Fragen oder Kommentare hinterlassen. Herzlichen Dank!